Moin liebe Gameplay-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Brighter Shores. Ja, vor 2 Tagen kam dieses New Recruit Training Video raus, was weitere Informationen zum Leben in Hopeport darstellt. Und ich wollte euch ganz gerne mal meine bisherigen Erkenntnisse dazu schildern. Das heißt, mein Vorschlag ist, dass wir uns das jetzt einmal gemeinsam anschauen und ich dann mit euch in die Tiefe gehe, was ich alles in diesem Spiel, in diesem Video entdeckt habe. Und ich habe da wirklich teilweise Sekunde für Sekunde genau abgepasst, die Sachen, um mir einfach einen Überblick zu verschaffen, um mir Informationen rauszusuchen und habe die dann wirklich hier in einem größeren Excel-Listenbeitrag zusammengefasst, wo wir einfach dann mal durchgehen können, was man so zu Brighter Shores noch entnehmen kann und was ich aus diesem Video entnehme. Und ich bin super gespannt, es mit euch gemeinsam hier in diesem Video zu erörtern. Zunächst mal, lasst uns das einmal durchschauen. Das sind 3 Minuten 25. Einfach erstmal auf sich wirken lassen und danach gehen wir in die Tiefe. So, you've joined the Hopeport Town Guard. I'm sure you're excited to get out there and make a difference, but you should probably know that it's not all saving the world and eating pie with the captain. For one thing, you're going to need to make it through basic training first. And there's quite a serious rat problem that you're really going to need to attend to. But before we let you loose on the streets of Hopeport with a sword, here's a quick primer to your first few hours in our world. Keep that weapon sheathed for now, because you're not going to want to get into any scrapes without potions in your pocket. So head on out in search of raw ingredients to forage. No, not the neighbor's plants. They've been growing those for months. Much better. That's communal kelp. Here's how we turn kelp into help. Let's prepare your seaweed. Now use your ingredients and get brewing. Oh, don't worry, it's supposed to be red. Okay, I see your itchy sword hand. Let's practice your skills with the help of a licensed sparring guard. See? I told you those potions would come in handy. With practice, you'll be ready to take on all manner of evildoers and carnivorous flora. You've earned a day off. Why not spend it with a relaxing spot of fishing? You'll need a spear, of course. Rods are for casuals. Heroes use spears. Now search for and identify new species of fish. Well, they're new to you anyway. Need me to tell you what to do next? You're the hero, aren't you? You're probably hungry by now, I bet. Let's make dinner. What's on the menu? Oh, jellied eels. Lovely. Well, if that's what you want, prepare your meal according to the recipe's instructions. Now that you've gotten to grips with the bare basics like keeping yourself alive, you're ready for some of the more glamorous duties of a Hopeport Town Guard. Good luck. And do try not to embarrass yourself. So, das war der erste Durchgang und ja, erstmal fällt natürlich auf, dass wir sehr viele Informationen eng gepackt aufeinander kriegen. Ein Bild folgt aufs andere, die switchen teilweise so schnell durch, dass man gar nicht alles mitbekommt. Und ich glaube, genau da liegt der Charme drin, dass man dann einfach mal kurz innehält, das Video pausiert und genau reinschaut, was war denn da jetzt eigentlich? Und genau das haben wir gemacht. Genau da bin ich eingestiegen und habe mir das angeschaut.
Und ich kann euch jetzt schon mal vorwarnen, es wird auf jeden Fall sehr hackelig und es wird sehr viel sekündlich aufeinanderfolgendes Klickern geben, aber mit entsprechenden Informationen zu dem, was ich wahrgenommen habe, zu dem, was ich glaube zu wissen und zu dem, was ich auf jeden Fall erkennen kann. Und ich kann euch eins verraten, es sind sehr viele sehr spannende Aspekte mit dabei. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder nach vorne zurück an den Start und gucken uns das Ganze mal an. Das wird relativ schnell gleich schon stoppen, deswegen bereitet euch mental schon mal darauf vor, dass wir jetzt auch ähnlich wie dieses Room-to-Room-System hier einige Puzzleteile zusammensetzen werden, um uns einen Überblick über das Ganze zu verschaffen. Was auf jeden Fall schon am Anfang ganz klar herausgestellt wurde: Bevor wir unser Schwert in den Kampf mitnehmen können, müssen wir uns überhaupt erstmal vorbereiten. Das wurde gesagt, und zwar indem wir uns dann wahrscheinlich auch mittels einer Vorbereitungsquestreihe sozusagen erstmal ausstatten mit den entsprechenden Tränken, mit entsprechender Nahrung, mit entsprechenden Übungseinheiten, die wir dann eben bei sogenannten Guides hier erstmal abwickeln müssen. Ähnlich kennen wir das von der Anfängerinsel auf RuneScape. Auch da ist man erstmal sozusagen in einem ganz separierten Bereich aufgewacht, hat losgelegt, hat sich alles zeigen lassen. Wenn sie es so in etwa umsetzen, wenn sie so erstmal anfangs durchführen und Hopeport, Entschuldigung, als eine Art, ja, Anfänger-Einstiegsbereich sozusagen definieren, was ja auch für Free-to-Play-Spieler hier möglich ist. Ich glaube, dann wird das schon mal sehr fesselnd sein und viele auch motivieren, den nächsten Schritt gehen zu wollen. Und das Gute ist ja, Hope Forest ist ja auch noch Free-to-Play. Das heißt, die Leute werden sich da noch ein Stück weiter vertiefen können, so nehme ich es mal an, und dann richtig, richtig Bock auf dieses Spiel kriegen. Also ich habe eine Menge Feinheiten gefunden und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe an. Erstmal können wir direkt vorne vorweg machen. Ich finde das super cool, so auf Altpergament getrimmt hier mit entsprechendem Siegelstempel hier das Ganze so dargestellt. Sieht schon jetzt einfach nur wunderbar aus. Gibt direkt so ein schönes Gefühl nach dem Motto: heimlich, hier fühle ich mich wohl, lass das Abenteuer beginnen. Sorry, das ist nur meine persönliche Meinung jetzt. So, you've joined the Hopeport Town Guard. So, hier fangen wir schon mal direkt an. Wir sehen den Aufbau, wir sehen praktisch von oben in dieses Zimmer rein. Es gibt kein Dach in dem Sinne, sondern wir gucken eben von oben, eine Art Vogel-ISO-Perspektive, in diesen Raum rein und können erstmal uns einen Überblick verschaffen. Wir sind hier anscheinend für unsere Quest, sollen dann entsprechende Informationen abgeben und können hier sehen, dass es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Teile in dem Raum gibt. Truhen, die offen stehen, Regalreihen. Ich bin gespannt, was man da alles entdecken kann, was man sich da alles anschauen kann, erkunden etc. Ist ein bisschen wie bei RuneScape auch. Du hast irgendwo einen Heuhaufen. Ach, den kann ich durchsuchen. Vielleicht findet man ja was. Mal schauen. Auf jeden Fall, die Möglichkeiten, glaube ich, sind für sowas da. I'm sure you're excited to get out there. So, stopp, wir sind schon wieder zu weit. Ihr merkt schon, ich unterbreche das relativ rabiat. Erstmal Katzen streicheln, haben es ja schon gesehen, Katzen streicheln, dicker Pluspunkt. Wenn es das nicht gegeben hätte, ich glaube, ich hätte zu 50% weniger Bock auf das Spiel gehabt. Ja, weiter geht's. Excited to get out there and make a Stopp. Hier machen wir den nächsten halt. Hier sehen wir jetzt diesen Teleport-Move. Zumindest kenne ich ihn so auch von RuneScape. Man zaubert sich einen Kreis, so Doctor Strange-mäßig, und difference. entschwindet. Gut, es ging jetzt relativ schnell, ne? Hier ist die Explosion, die dich verschwinden lässt. Was können wir hier noch erkennen? Wir erkennen hier so eine Art Apotheke. Ich vermute mal, dass hier Alchemie gewirkt werden soll. Ja, vielleicht dann für die Vertiefung vom Skill. Hier sieht man übrigens nochmal schön dieses Room-to-Room. Hier haben wir dann einen Bereich, in dem wir uns aufhalten. Wenn wir ins Haus gehen, von einem Puzzlestück geht es dann zum nächsten rüber. Und ja, ich finde es ziemlich cool gemacht. Also ich habe das noch nicht oft gesehen, dass es das gibt. Hier wieder so ein Heuhaufen. Vielleicht durchsucht man den mal bei Gelegenheit. Ich weiß nicht. Schauen wir mal weiter. But you should probably Und der nächste Stopp. Ihr seht schon, ne? Es gibt so viele Sachen hintereinander weg, die man sich anschauen kann. Hier in dem Fall, glaube ich, ist es einfach dargestellt, was man alles so machen kann. In dem Fall Emotes nutzen, ne?
Das haben wir auch bei RuneScape gehabt. Man erkennt die Parallelen, da hat Andrew Gower gewisse Sachen auf jeden Fall übernommen. Ein bisschen anders dargestellt. Hier kennt man die typischen Smartphone-Emotes auch dabei. Finde ich ziemlich cool, dass sie das so implementiert haben. Plus so ein bisschen das altbackenere von RuneScape. Hier tanze so, tanze so, tanze so. Ne? Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Dann sehen wir unten in der Ecke einen Kartenspieler. Da habe ich mich schon gefragt, ob es wohl möglich ist, da die ja so auf Tabletop-Games stehen, ob es möglich ist, da wohl auch mitzuspielen, Karten mitspielen. Vielleicht kann man sich ja ein paar Taler zugewinnen, wer weiß, wenn die Leute da spendabel genug sind am Tisch und man selber genug Münzen hat. Vielleicht kann man da ja ein bisschen mitmischen. Fände ich auf jeden Fall ziemlich cool. Dann, das hatte ich im ersten Video, was ich veröffentlicht hatte, schon mal ansatzweise erwähnt, gibt es ja hier oben die Professions. Erreicht man über diesen netten Hut, ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Marktschreierhut, so eine Marktschreiermütze. Und dann sieht man nämlich hier dann auch wieder die Zuordnung. Hopeport hat dieses Ankersymbol, Hope Forest hat so eine Art Tannensymbol und die entsprechenden Skills, die dann entsprechend hier am Anfang relevant sind. Sprich Fischfang, dann haben wir hier Kochen. Wir haben Foraging, ich weiß zwar nicht, warum das immer aussieht wie ein Stern, wahrscheinlich soll es ein Seestern sein. Das könnte ich mir eher erklären, weil wir ja auch im Bereich Hafen sind und ja das Spiel generell am Anfang erstmal so einen maritimen Touch hat, ne? Klar, sehr viel Strandgestade, Brighter Shores, hellere Ufer. Das macht schon alles Sinn, irgendwie da jetzt so eine Art Seestern-Symbol zu nehmen. Ne? Hier haben wir dann noch das Tranksymbol für die Alchemie und hier vorne, ich wage mal zu behaupten, dass das wirklich mit der Stadtverteidigung zu tun hat, sprich als Town Guard unterwegs zu sein. Das ist also schon gut gelevelt worden. Ich nehme mal an, das wird dann im Bereich der Story wahrscheinlich auch vertieft werden. Diese Sachen hier zusammengenommen ergeben 36 Level, die hier zusammengeführt werden. Das heißt, wahrscheinlich kommen hier dann auch nochmal verschiedene Levelsprünge dazu, die dann hier oben alle ein Total Level ergeben werden, je nachdem, wie viele Chapter man schon frei hat. That it's not all saving the world and eating pie with the captain. So, hier haben wir das nächste Thema. Jetzt sind wir anscheinend hier für die Questreihe mit einem Kapitän verabredet, mit einem, weiß ich nicht, normalen oder Piratenkapitän. Und hier haben wir jetzt den Kellner, der sagt, hier bitte 2 Silber und 760 Kupfer. Das heißt, wir werden hier sehr wahrscheinlich mit dem Finanzsystem so ein bisschen vertrauter gemacht. Sprich, wenn wir 1000 Kupfer haben, entspricht das einem Silber. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell das geht, wenn man sich hier das Kupfer zusammen verdienen will. Aber es scheint so eine 1000 ergibt 1 Option zu sein. Wir haben auf jeden Fall auch schon mal gesehen, dass es nicht nur Silber und Kupfer gibt, sondern auch Goldmünzen. Könnte man jetzt vermuten, dass vielleicht 1000 Silbermünzen einer Goldmünze entsprechen. Vielleicht ist es auch anders, das habe ich allerdings noch nicht rausgefunden. Aber hier sehen wir auf jeden Fall, dass diese 1000 gleich 1 Option wohl Anwendung findet. For one thing, you're going to need to make it through basic training first. And there's quite a serious rat problem that you're... Ah, Rattenproblem. Ja, das kennen wir auch auf jeden Fall von RuneScape, die mit den Questreihen verbundenen kleinen Mini-Cutscenes, wenn dann wirklich die Maus da drunter geht und man praktisch gar nichts machen kann, außer zuzuschauen, wie der Charakter dann hingeht und da den Besenstiel wegtritt. Auch das ist auf jeden Fall bekannt. Finde ich cool, dass sie sowas auch wieder einbauen. Ne? Dann ist man halt nicht in einer riesen Cutscene gefangen, die 2-3 Minuten dauert, sondern vielleicht in einer, die vielleicht mal so 10 bis 30 Sekunden dauert. Aber es macht halt das ganze Thema runder. Man hat Spaß an dem Ganzen. Man guckt sich das auch ein bisschen an. Man ist nicht immer nur aktiv selber am Machen, sondern man lässt die Geschichte auch mal einfach aktiv vorm eigenen Auge passieren. Finde ich sehr, sehr cool. really going to need to attend to. But before we let you loose on the street... So, hier haben wir das nächste. Hier sind wir jetzt in der Stadt unterwegs. Da haben wir auf jeden Fall die Frau aus der Trankaufgabe. Das werden wir später noch sehen. Die wird dann einen Trank trinken. Das ist wahrscheinlich jetzt einer der ganz großen Anfänge noch, wo wir gar nicht so aktiv selber kämpfen müssen, sondern wo wir wahrscheinlich erstmal lernen, wie machen wir eigentlich einen Trank. Sozusagen, hey, du bist in eine Stadt gekommen, da gibt es ein Goblin-Problem. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das beheben können. Und da haben wir jetzt die Dame sitzen, der wir helfen müssen. Und da entsprechend werden wir wahrscheinlich sogar auch in die Apotheke zurück müssen, die wir vorhin schon mal gesehen haben, weil dort möglicherweise dann die entsprechenden Sachen für die Aufgabe uns mitgeteilt werden. Hopeport
out with a sword, here's a quick primer to your first few hours in our Ja, hier sind die Gegner, ne? Keep that weapon sheathed for now. So, sind wir schon wieder ein Stückchen zu weit. Wir hüpfen mal zurück. Auch hier, ich finde es immer schön, die Atmosphäre des Ganzen. Einfach mal wahrnehmen, einfach mal genießen, mal die kleinen Details. Hier so ein alter Kramerkarren mit ein paar Sachen, die einfach drauf und daneben liegen. Einfach nur mal, um zu gucken, was passiert da. Dann der Springbrunnen, natürlich immer ein Highlight, auch in der Stadt generell, wenn man unterwegs ist. Springt einfach ins Auge, wie es der Name schon sagt. Ne? Ist ja ein Springbrunnen. Und ja, was man hier sehen kann, ist auf jeden Fall, wir haben eine Sitzanimation, das finde ich auch sehr schön. Ich hoffe einfach mal, dass man sie aktiv auch wählen kann, mittels Rechtsklick auf eine Bank, dass man dann einfach sagt, komm, setz dich mal hin. Gibt einfach fürs ganze soziale Zusammenspiel, denke ich mal, eine ganz coole Atmosphäre, auch wenn man das so ein bisschen RPG-technisch machen möchte. Das heißt ja auch MMORPG, ne? Also Roleplaying. Das kann man damit natürlich schön kombinieren. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier eine Situation haben, da drüben sitzt so eine etwas vermummte Gestalt. Vielleicht ist das auch so ein Geheimtreffen, wo man sich dann mehr oder weniger über die Kante vom Brunnen unterhält. Es ist auf jeden Fall spannend und ich bin gespannt, was da alles möglich sein wird. Aber ihr seht schon diesen Umfang, diese Vielfalt an Optionen, die sich ergeben. Und da möchte ich auf jeden Fall jetzt gerne weiter mit euch drauf eingehen. Weapon sheathed for now. So, hier haben wir nämlich jetzt das Beispiel, wir sind mitten in der Stadt unterwegs, können aber Sachen abbauen, wahrscheinlich dann für die Quest mit der Dame, die den Trank benötigt. Hier haben wir noch so ein paar optische Hingucker, wie dieses Fass mit dem Fisch drinne, vielleicht ein Marketstand, wir hatten das bei RuneScape, da konnte man mit einer gewissen Fähigkeit auch Diebstahl betreiben, vielleicht ist das ja irgendwie früher oder später auch noch vorgesehen, dass man sich da mal so die ein oder andere Sardine rausstibitzt und die selber kochen kann etc. Wäre auf jeden Fall cool. Aber da sieht man jetzt auch wieder, dass man wahrscheinlich hier ziemlich sicher in der Questreihe drin steckt, ne? Verhau die Goblins, nachdem du der Frau geholfen hast mit dem Trank. Der Trank wird dir als Rezept gut geschrieben, du kannst es nachproduzieren, dann musst du gucken, wie wirst du trainiert und kannst dich dann um alles weitere kümmern. Because you're not going to want to get into any scrapes. Na guck, da trinkt sie jetzt nämlich das Ganze, was wir angefertigt haben. Dann wird wahrscheinlich auch noch irgendwie erklärt, wann und wie wir das Ganze zubereiten. Und wenn ich es schon so sage und euch gesagt habe, dass ich natürlich vorher schon informiert wurde, natürlich gibt es da weitere Infos zu. Potions in your pocket. So head on out in search of raw ingredients to forage. So, da können wir jetzt sammeln. Kriegen wir auch Karten zu. Not the neighbor's plants. They've been growing those for months. So, jetzt mal ganz kurz. Wir haben jetzt eine Menge wieder gesehen. Erstmal fällt auf, wenn wir zurückgehen, so ein Stückchen jedenfalls, dass wir nicht alleine sind, sondern, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, hier steht jemand hinter einer Laterne, der uns die ganze Zeit beobachtet. Das ist sowohl hier so, als auch weiter vorne, wenn wir dann hier an dem Haus sind. Auch da steht jemand und guckt uns die ganze Zeit zu bei dem, was wir tun. Auch wieder so eine Frage, die ich mir stelle, was hat das jetzt mit der Story zu tun? Ist es einfach so ein Zufall, dass da gerade der gleiche Junge an zwei Ecken steht? Oder verfolgt er uns vielleicht? Keine Ahnung. Aber man sieht auf jeden Fall, man kann mit der Stadt an sich interagieren. Auch dieses Thema Room to Room, in jedem Raum gibt es was zu tun, hat man hier. Man geht einfach an die Hauswand und pflückt sich ein paar Blümchen weg. Hier drüben das gleiche, ne? Hier einfach mal ein paar Pflanzen gefunden und beackert. Der ist hier schon ein bisschen weiter mit seinem Sammeln auf Stufe 7. Da ist auf jeden Fall auch wieder einiges innerstädtisch möglich. Anders als in anderen Spielen, da läufst du eigentlich nur von Stand zu Stand, hast wenig Interaktion mit deiner Umgebung, also zumindest mit sowas wie Bäumen oder Sträuchern. Finde ich gut, dass es das hier gibt. Das letzte Spiel, wo ich das, glaube ich, auch hatte, war New World, meine ich. Da gab es das teilweise auch innerstädtisch. Raw ingredients to forage. No, not the neighbor's plants. They've been growing those for months. Much better. That's communal kelp. So, hier sind wir jetzt am Strand. Hier wird auch fleißig gesammelt. Anscheinend ist das auch der erste Schritt, den wir überhaupt tätigen können, bevor wir der Nachbarin ihre Blumen klauen können. Denn wir sehen schon, Foraging auf Stufe 0 ist hier mit Tang möglich. Foraging auf Stufe 2, da können wir dann interstädtisch hier auch irgendwelche Wandpflanzen ernten. Ne? Und hier hatten wir eben auch schon auf dem Weg dorthin
den Periwinkle, also eine Art Immergrün, was da wächst. Das braucht dann schon Stufe 4. Das heißt, das, was wir eben in der Stadt gesehen haben, ist im Prinzip die Zukunft dessen, was der Typ hier gerade macht. Nämlich erstmal anfangs überhaupt gucken, dass er irgendwo am Strand ein bisschen grünes Zeug kriegt. Und ich finde es auch ziemlich cool, dass man hier zum Beispiel gesagt bekommt, du hast ein Level Up, noch ein Level, damit du das nächste freischaltest, dann wahrscheinlich hier die Plant, ne? Und wie ich vermute, dann in Kombination hiermit brauchst du dann auch so eine Art Heckenschere, dass du das überhaupt machen kannst. Das steckt ja so ein bisschen zusammen. Siehst du halt auch direkt, was du dann beschaffen musst, um das dann abzuernten. Wohingegen du hier wahrscheinlich einfach wieder per Hand zugreifen kannst, ne? Also da sieht man auch so ein bisschen, dass das Ganze zusammengepackt ist und das schafft halt auch gleich so eine Art Belohnungsatmosphäre. Da weißt du schon direkt, okay, das will ich als nächstes machen. Hältst schon automatisch die Augen danach offen. Richtig coole Sache auf jeden Fall. Was hier auch auffällt im Übrigen ist, dass das Hopepot-Symbol auf den Karten unten hinterlegt ist, nämlich hier. Das heißt, man kriegt auch nochmal ganz klar hinterlegt, dass das bei Hopepot funktioniert, dass die Sachen eben hier vorkommen, wohingegen Hope Forest mit seinem Tannensymbol dann wiederum wahrscheinlich ganz andere Sachen anbietet. Aber so kann man dann auch so ein bisschen einen Überblick kriegen, falls man mal irgendwo mitten in seiner Story unterwegs ist und jetzt ausgerechnet so ein Immergrün braucht, dann sieht man, okay, das war bei Hopepot gewesen und kann sich dann auf der Karte entsprechend dorthin orientieren, um es wiederzufinden. Wenn man es jetzt mal irgendwann nicht mehr auf dem Schirm hat, finde ich das eine ziemlich praktikable Nummer. Alchemie, Leute! How we turn kelp into help. So, was sehen wir hier? Der Typ ist wahrscheinlich in dieses Pharmaziegebäude reinmarschiert, hat sich jetzt hier seinen gesammelten Kelp geschnappt und verarbeitet es. Was können wir daraus sehen? Erstmal, wir haben einen Fertigungsbalken. Der muss erstmal voll laufen, das dauert seine Zeit. Wir können theoretisch 10-mal diese Vorbereitung, diese vorbereitende Masse herstellen. Das heißt, wir müssten 10-mal diesen Kringel abwarten, bis wir alles hier in dieser Schüsselform haben. Wir sehen dann hier unten auch, Let's prepare your seaweed. dass das Ganze dann auch entsprechend abnimmt. Wir kriegen hier oben den Hinweis, du hast eine neue Karte bekommen. Für das Zeug brauchst du keine Alchemiekenntnisse, um das herzustellen. Du sammelst es am Ufer, da brauchst du auch keine Kenntnisse für. Dann kommst du hierher, machst das fertig, brauchst du auch keine Kenntnisse für. Vielleicht machst du es ein bisschen häufiger, dass du dann auch entsprechend auflevelst. Dann kommst du nämlich hier auf dein Flaschensymbol. Kannst dann vielleicht auch so Sachen herstellen, die da was Größeres als eine Null hinterstehen haben. Was wir noch erkennen können, ist zum Beispiel, wir bereiten hier eine 10% Heilung vor. 10% Heilung sagt mir jetzt erstmal 10% Heilung von meinem Gesamtleben. Ich vermute mal stark, dass sich das später im Bereich der Ausweitung meines Skills noch verbessern dürfte. Ja, lassen wir uns überraschen. Bin gespannt, was da noch kommt. Was ich mich auch frage, ist, ob man die Wartezeiten mittels irgendwelcher Capes beispielsweise oder irgendwelcher Skills verkürzen kann, dass man beispielsweise deutlich schneller diese Sachen verarbeitet, denn Zeit ist ja bekanntermaßen auch Geld, ne? Kann sein, muss es nicht. Ich wäre gespannt zu wissen, ob das möglich ist. So. Stopp! Habt ihr das gesehen? Ja, hier wird schnell was eingeblendet, dann läuft der Typ weiter, ne? Ich gehe nochmal eine Millisekunde gefühlt zurück. Schaut mal hier. Passive Potion Station. Ich vermute nutzbar ab Level 26. Passive heißt so viel wie, du kannst AFK gehen und das wird nebenbei gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man genügend Ingredients, also Ingredienzen zusammengesammelt hat, dass man die dann eben entsprechend, während man gerade was anderes macht, hier zubereiten kann. Das würde sich decken mit den Aussagen, die Gauer getätigt hat, dass es mit dem Leveln von Fähigkeiten nicht mehr so grindy sein soll. Das wäre auch so ein bisschen mehr State of the Art, State of Time, also das, was mittlerweile häufiger mal in den Spielen verfügbar ist, nämlich so eine Art AFK-Tätigkeiten, während man gerade selber was anderes macht. Beispielsweise, du hast jetzt den ganzen Vormittag das Spiel gespielt, hast dann plötzlich Hunger, machst dir Mittagessen, lässt den Typ hier an der Potion Station einfach stehen. Finde ich eine coole Sache. Mal gucken, wie krass es nachher das Spielgefühl beeinflussen wird. Now use your ingredients. Und stopp! Da sind wir schon wieder an der nächsten Sache vorbeigesprungen. Guckt euch das hier an. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt am Anfang, was diese Schränke hier sind, ob das irgendwelche Altare sind, an denen man was speziell herstellt. Jetzt sehe ich hier Bank. Das heißt, das, wo wir früher immer einen großen
Bankberater hatten mit allen möglichen Sachen drinne, können wir anscheinend hier für unsere Stationen spezifisch benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, immer grün sammle und das wird in einer Potion benötigt, kann ich mir gut vorstellen, entweder ich muss es selbst hierher bringen zur Ingredients Bank oder es wird automatisch reingezogen. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich finde es cool, dass diese Möglichkeit besteht. Genauso haben wir hier eine Potions Bank, wahrscheinlich dann für fertige Potions oder halbfertige, die vielleicht noch für andere Vorgänge benötigt werden. Hier steht auch Apotheke. Ich werde das jetzt nicht als auf Englisch aussprechen, das kriege ich eh nicht gebacken gerade. Aber das könnte sich decken mit dem Bild von diesem Kreuz, was wir vorne vorhin gesehen haben. Wenn ich das nochmal sehe, dann irgendwo hier vorne war das, glaube ich, gewesen. Genau hier, ne? Da haben wir dieses Kreuz. Es kann wirklich sein, du kommst hier rein und hast dann dieses Bild, was wir hier haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, wir gehen nochmal weiter. Wir stehen jetzt am Standard-Potion-Tisch. Die Tatsache, dass da Standard steht, lässt mich vermuten, dass es wahrscheinlich auch noch eine Art fortgeschrittenen Potion-Table geben wird. Ja, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Es springt einen ja förmlich an, ne? Es springt einen ja wirklich förmlich an. Das kann ja eigentlich nur heißen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. And get brewing. So, das nächste Foto zur Beschreibung. Wir haben jetzt hier die Heilpotion, die wir mit 10% Effizienz herstellen. Da haben wir jetzt unser gemahlenes Kelp zusammen. Und was wir auch sehen, wir brauchen dafür natürlich eine Art Flakon, eine Art Glas. Und da frage ich mich jetzt wieder, ist das was ich kaufen muss? Oder ist es was gestellt wird von der Station? Oder ist es was ich selbst herstellen muss? Ich würde vorsichtig behaupten, dass man das wahrscheinlich irgendwo fest beim Händler kaufen kann. Denn anders als hier haben wir hier keinen Rahmen drumherum. Also die Tatsache, dass ich irgendwo Sand hernehme, Quarzsand und den verhütte zu Glas, ich glaube, so weit ist das nicht. Ich glaube schon, dass wir das irgendwo in einem allerlei Laden vielleicht kaufen und dann hiermit kombinieren oder dass es eben wirklich, was ich aber weniger glaube, von der Station automatisch gestellt wird, um dann eben entsprechend das herzustellen. Weiß ich nicht, wie feingliedrig das jetzt hier in dem Fall ist. Wir sehen aber auch hier, wir haben unseren Herstellungsabschnitt. Das Ding hier verringert sich von Herstellung zu Herstellung. Hier oben gibt es weitere XP auf das Level. Es sieht auf jeden Fall alles sehr rund aus. Ich glaube, ich werde hier eine Menge Spaß haben. Gucken wir mal weiter. So, auch hier haben wir mehrere Schritte, sehen wir. It's supposed to be. Ne, erst steht er hier und mischt irgendwas, dann kippt das in einen großen Kessel, das dauert dann auch wieder. Also ich sag mal so, es sind auch mehrere Wege bis zum Ziel, nehme ich mal an. Wobei, ich glaube auch, wir sehen jetzt hier, es ist immer noch dasselbe. Ich glaube, es ist ein Vorgang. Der steht erst hier, dann läuft er nach da. Das scheint ein Vorgang zu sein, ehe er dann wirklich diesen 10% Trank herstellt. Oder sie in dem Fall, besser gesagt. Red. Habe ich das richtig gesehen? Da gibt es dann nochmal ein bisschen was obendrauf. Genau. Ein Rucksack oder eins im Rucksack ist jetzt die Frage. Ich glaube, es ist ein Item im Rucksack plus die 63 Erfahrung hier auf das Ganze. Wie viel war das eigentlich? Kann mal gucken. War das viel? Oh, don't worry, it's supposed Ist nicht so viel, ne, was da reinkommt. Ein bisschen gab es. Ein bisschen XP. Okay, I see your itchy. Oh, so, hier sind wir jetzt nämlich dann, nachdem wir den Trank hergestellt haben, vermute ich mal, angehalten, uns weiterzubilden in Sachen Kampftechnik. Und hier haben wir jetzt anscheinend ein Gespräch mit dem Guard und hier sehen wir auch, was wir genau tun sollen. Wir sollen jetzt gegen einen Sparring Guard kämpfen. Ich weiß nicht, ob das der hier ist, aber hier ist markiert. Ich glaube, es ist dieser. Beziehungsweise ich weiß, es ist dieser, aber hier sehen wir es in der Markierung. Anscheinend wählt man den an und gibt dann erstmal vorab die Information, was will ich denn eigentlich tun. Hier haben wir jetzt die Auswahl zwischen einem Schwert, für das wir kein Level beim Town Guard brauchen, Einhänder mit einem Stern, das wird später noch interessant, hier der Stern. Oder wir gehen her und sagen, wir möchten Faustkampf machen. Ich persönlich glaube, dass wir besser fahren werden, wenn wir das Schwert einfach benutzen. Ansonsten, was sehen wir noch? Wir haben hier Schiffs. Hashtag 1. Ich glaube, Unique Names haben dieses Hashtag nicht dahinter. Das war einer der Vorteile von Premium-Pass-Nutzern,
dass dieses Hashtag dahinter weggeht. Dann haben wir eine 3, das impliziert unseren Rang, das werden wir gleich noch sehen. Und Equipment Pfeil nach unten, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht kann mir da von euch jemand helfen, schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr eine Idee habt. Wir gucken mal rein. So, wir gehen in den Kampf über mit dem Guard. Es wandelt sich um in eine Schnellleiste hier unten. Wir haben Special Attacks als Zusatz neben den normalen Waffen, die wir verfügbar haben. Auch die können wir während des Kampfes anscheinend wechseln, was ich ziemlich cool finde. Also ich glaube nicht, dass wir die ganze Zeit auf Schwert übergehen müssen. Wir können bestimmt auch hier mal auf Faustkampf gehen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es dann eventuell bei anderen größeren Monstern vielleicht mal drauf ankommt, während des Vorgangs auch die Waffe zu wechseln, etwa weil vielleicht bestimmte Aktionen durchgeführt werden, die dann Schwächen offenbaren. Ich weiß es nicht. Ich könnte es Andrew Gower zutrauen, dass er uns so weit ins Spiel reinholt. Und was wir noch sehen ist, wir haben hier drüben die Taste R als Schnellwahl für unseren Trank. Der hat so einen kleinen Mund mit Nummer 9 da unten dran. Darunter kann ich mir jetzt aktuell noch nicht viel vorstellen. Vielleicht gibt es eine Art Sättigungssystem, das uns sagt, hier brauchst du jetzt, hier hast du 9 Sättigungen für das. Vielleicht ist das dann irgendwie auch eine Begrenzung, wie oft du einen Trank benutzen kannst. Weiß ich nicht genau, ist nur eine Mutmaßung. Was wir hier auf jeden Fall auch noch sehen, und das hatte ich eben schon in dem Vorbereitungsfenster darauf hingewiesen, hier haben wir eine 3 unter unserem Charakter stehen. Das bezieht sich auf unseren tatsächlichen Level als Town Guard. Das heißt, da ist die Info schon hinterlegt. Und hier ist unser Name, ne? Und da ist unser Gegner. Da sieht man dann auch schön dieses hintereinander weg. Man klatscht, einer klatscht hier, einer klatscht da. Der eine verfehlt, der andere trifft. Es ist auch nicht so stressig, wie jetzt immer darauf zu achten, dass du in der Sekunde irgendwie eine Ausweichrolle oder so machst. Es ist etwas gemütlicher, der Kampf hier in dem Spiel. Ähnlich wie bei RuneScape. Fand ich immer schon sehr cool. Ist eine Abwechslung zu anderen MMOs. So, hier haben wir jetzt gerade die Animation fürs Trinken. Da wird jetzt anscheinend was aufgefüllt. Hier haben wir eine Art physischen Schaden, weil wir gehen mit einem Schwert auf den anderen los, der geht mit einem Schwert auf uns los. Ich vermute mal, das ist sowas wie physischen Schaden, ne? Weil mit Faust kämpfen wir beide nicht. Es ist ein Schwert im Spiel. Ich wüsste jetzt auch nicht, was es sonst sein soll. Das hat sich gelohnt, oder? Guck mal. Hier, wir heilen 11, er trifft 11. Top. Also, allein dafür würde ich wahrscheinlich schon die Fähigkeit hochleveln wollen. Ah, was ich gerade sehe, guckt mal hier, jetzt ist es auf 8 runtergegangen. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Das heißt also, wir haben so viele zum Gebrauch. Das heißt, es gibt also keine Art Sättigung, wie ich es anfangs annahm, sondern anscheinend ist es so, dass das einfach nur die Anzahl an Verfügbaren ist. Warum da ein Mund davor ist, verstehe ich zwar trotzdem nicht, aber ganz ehrlich, wenn es so läuft wie hier, dann will ich das gar nicht konsumieren. Juhu, wir haben es geschafft. So, hier haben wir das nächste, da sind wir anscheinend in der Höhle. Ich weiß nicht, ob das schon die Minen von Mantuban sind, die man erst später freischaltet mit dem Premium-Pass, oder ob das vielleicht doch schon eine vorgelagerte Höhle ist, die wir aus Hopeport oder Hope Forest heraus erreichen können. Hier haben wir auf jeden Fall mit einer Art Poltergeister zu tun, die hier mit Gaslaternen rumlaufen. Was uns auf jeden Fall auffällt, wenn wir hier so durchschauen, ist die Tatsache, dass wir auf jeden Fall Charaktere haben, die Schaden machen. Hier vorne kriegen wir physischen Schaden bei dem Gespenst. Das heißt, wenn wir schlagen, kommt bei dem Gespenst der entsprechende Anzeiger raus. Ne? Jetzt werden wir angegriffen. Jetzt kriegen wir hier eine Art Totenkopfschaden. Ich vermute mal so eine Art untoter Schaden. Und was auch auffällt, ist, dass die beiden hier zumindest Schaden gemacht haben. Hier unten schlagen die Heinis drauf, aber es gibt keine Schadenspunkte. Ich vermute mal, das sind Spieler, das sind NPC-Spieler hier oder NPCs generell. Na, gucken wir mal weiter. Habt ihr gesehen, der hat jetzt hier geschlagen, da hat sich überhaupt nichts getan. Also ich wüsste nicht, wieso es hier nicht angezeigt wird. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das hier vielleicht Freunde sind, die ihre Zahlen sehen beieinander und dass hier irgendein Unbeteiligter ist. Allerdings war das bei RuneScape damals schon so, dass du auch bei anderen Spielern sehen konntest, was die an Schaden gedrückt haben. Wie gesagt, ich bleibe mal bei der Hypothese, dass das und das hier oben NPCs sind. Was wir hier auch noch erkennen können, ist, dass der Kollege hier zum Beispiel eine sehr interessante Rüstung trägt, nämlich aus Knochen, wie es scheint, mit einem Knochenschild und so einer Art ja, Mace, also so ein Streitkolben.
Er hier glaube ich auch. Hier haben wir Schwertnutzer mit Metallrüstung. Ja, ist spannend die Frage. Vielleicht, wir hatten doch Hammer Mage, ne? Die hatten doch so Sturmmagie und irgendwelche, ja, hammerartigen Sachen. Das würde hier ja zumindest vielleicht passen, ne? Während wir hier wahrscheinlich einen Cryonite haben. Hier drüben, ja, wie gesagt, NPC. Da muss ich mich nicht festlegen. Gucken wir lieber weiter. Hier haben wir auch was Interessantes. Das ist jetzt wiederum sehr viel Information auf einmal, wenn wir uns das alles mal anschauen. Nämlich, ich gehe nochmal kurz zurück. Hier haben wir jetzt den Kampf mit einer fleischfressenden Pflanze. Wir teilen physischen Schaden aus, die anscheinend Naturschaden, was wir übrigens, dieses Symbol kennen wir auch vom Guardian, also der anderen Klasse, die wir haben. Ist, glaube ich, sogar ein Guardian, oder? Ich würde sagen, es könnte ein Guardian sein, der vielleicht eine Melee-Waffe benutzt. Auf jeden Fall haben wir hier, und das finde ich ganz interessant, im Vergleich zu anfangs bei, ich glaube es war 1,31, wir gehen mal ganz kurz hin. Achtet mal auf die Sterne. Wir haben hier bei dem gleichen Schwert Einhänder, haben wir 2 Sterne, haben aber hier auch eine benötigte Townguard Level Up 8, während wir hier vorne haben wir Townguard Level 0 bei einem Stern. Also man kann anscheinend seine Waffen auch upgraden, wie es aussieht, was ich sehr spannend finde. Gehen wir wieder zurück. Und da sind jetzt auch noch andere Sachen dazugekommen. Wir haben hier zum Beispiel ein Breitschwert, wie es aussieht. Das braucht dann Stufe 12. Wir haben Stufe 17 hier oben. Ist auch schon ein bisschen stärkerer Gegner, ne? Mit 118 HP. Aber das Ding hat sogar 3 Sterne und hier drüben haben wir scheinbar eine 1-Sterne-Waffe. Es sieht aus wie ein Stern auf jeden Fall. Den Bogen, für den brauchen wir wiederum Townguard Level 15. Das heißt, wenn ich mir das so anschaue, dann kommt erst Einhänder, dann Zweihänder mit dem Townguard Level und erst später dann tatsächlich auch Fernkampf. Ich weiß nicht, ob es den Bogen auch vielleicht schon mit einem niedrigeren Level gibt, aber für mich sieht das so aus, als ob der erst später wirklich relevant wird. Was wir auch sehen können, wie gesagt, Einhand, Zweihand. Hier beim Bogen haben wir einen Köcher. Ich vermute mal, der zeigt dann die Pfeile an, die verfügbar sind. Das erklärt auch, warum wir jetzt mit dem Zweihänder kämpfen, weil wir schlichtweg das Ding gerade nicht mehr benutzen können. Die Pfeile sind alle. Was ich auch sehe, ist, hier haben wir anscheinend schon jetzt immer Hope Forest, ne? So sieht es jedenfalls hier aus. Haben wir mittlerweile unsere Tränke verbessert. Jetzt haben wir keine 10% Tränke mehr, jetzt haben wir 20% Tränke. Davon anscheinend noch 4 Stück übrig. Soweit die Analyse nach dem, was ich bisher weiß. Auf jeden Fall, ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Es gibt super viel zu entdecken und wir sind auch noch leider lange nicht fertig. Was heißt leider? Ihr seid sicherlich auch neugierig, was ich noch herausgefunden habe. Ich finde es ganz spannend, was bisher alles zusammenkam. Wenn man sich wirklich Zeit nimmt mit dem Video, dann kommt man da echt auf eine Menge Informationen mehr, als man vorher hatte. Fishing, Leute. So, gucken wir mal rein. Hier sind wir am Strandabschnitt unterwegs. Finde ich erstmal richtig schön, die Fishing-Gebiete. Man sieht auf jeden Fall schon, dass das Ganze wohl für mehrere Leute gleichzeitig angelegt ist. Es gab auch schon zeitweise Andeutungen, ich glaube es war im ersten Video, dass man da irgendwie zeitgleich an einer Ressource sammeln konnte. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass man hier so eine Seashell zu zweit abbauen kann und dass sie für einen selber dann verschwindet in dem Moment, wo man sie wirklich abgebaut hat. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe das so zwischendurch gesehen und dachte mir, das könnte vielleicht klappen. Aber ich finde es halt auch schön, ne? Was ich natürlich auch schön finde, ist zum Beispiel, die hier stehen alle und stehen mit ihren Dreizacks und mit ihren Speeren und Fischen, während die hier irgendwelche Sachen sammeln. Man kann sich dadurch natürlich auch richtig schön mal so ein bisschen entspannen und gucken, was machen denn die anderen so, während ich das eine mache. Das schafft natürlich auch gleich wieder ein bisschen Spannung und Abwechslung und Abenteuerfeeling, weil man einfach gemeinsam hier in so einem Abschnitt unterwegs ist. Was wir aber auch sehen, wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 11 Leute stehen. Die können ihre Instanzen offensichtlich beliebig erweitern oder verringern, je nachdem, wie viele Leute in einem bestimmten Abschnitt sein sollen, um ihre Server entsprechend zu schonen und nicht zu überlasten, für die Leute auch das entsprechende Gefühl vom Sammeln und Verarbeiten möglichst intensiv zu gestalten. Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist bei den Krebsen, ob die irgendwie eine Aggro-Range haben, ab der sie sich dann irgendwie auf die Leute stürzen oder ob die wirklich aktiv angegriffen werden müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier Kreaturen gibt, die von sich aus angreifen, ohne dass man was gemacht hat, während andere, vielleicht sind die ja auch dabei,
eher friedlich sind, ohne dass man sie eben aktiv angreift, nichts machen. Das kann ich mir gut vorstellen. Why not spend it with a relaxing spot of fishing? So, machen wir hier weiter. Hier können wir uns nochmal so ein bisschen zusätzlich informieren. Hier haben wir jetzt die Ansicht eines einzelnen Anglers bzw. Fischers bzw. ja, Speerfischers. Und zwar haben wir hier eine gefleckte Flunder gezogen. Gibt es dann auch ein paar Informationen zu, gibt es dann gleich die Info, hier ist es ins Inventar gewandert. Wir kriegen angezeigt, wie viel XP wir bekommen. Alles schön und gut, alles überschaubar. Worauf ich mich freue, sind einfach diese Albumkarten, weil ich frage mich schon, ob man bestimmte Boni oder Belohnungen bekommt, wenn man so ein Album an einem bestimmten Abschnitt, wie jetzt hier so einem Strand, voll macht und alles abwickelt, was es hier irgendwie gibt. Ich weiß auch nicht, ob man das vielleicht im Album so grob hinterlegt sieht, was man braucht, oder ob man es wirklich alles entdecken muss, erstmal ohne die Info zu haben. Ich bin mir sicher, da wird es auch einige Empfehlungsvideos später zu geben, wie man die alle voll macht. Falls das so sein sollte, dürfen wir, denke ich mal, gespannt drauf sein. Auf jeden Fall gibt mir das Gefühl, dass es eine gewisse Langzeitmotivation hegen und pflegen soll. You'll need a spear, of course. Rods So. casual. Hier gibt es auch eine Menge Informationen auf einmal. Ich denke mal, nach dem Phishing kommen wir dann hier zum Laden. Erstmal möchte ich anmerken, wie schön eingerichtet der aussieht, ne? Nicht nur dieses schöne Steinmosaik auf dem Fußboden spricht mich an, sondern tatsächlich auch die gesamte Einrichtung, ne? Hier haben wir einen schönen großen Tresen, einen Verkäufer, den erkennen wir hier auf jeden Fall, denke ich mal, an dem Symbol mit dem kleinen Geldbeutel. Melf. Nicht, was ihr denkt. Und hier drüben haben wir auch wieder so eines dieser Banksysteme. Ich nehme mal an, das ist ein Wurm, also für Köder wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, kaufen wir die bei ihm und stopfen die da rein? Oder, was ich für realistischer halte, graben wir die irgendwie selber aus oder schaffen die ran? Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch wieder so eine Sammelgeschichte ist. Nach dem Motto, drehen Stein um, oh, du hast 5 Würmer gefunden, zack, hier rein. Und dann mal gucken, wie man es verarbeitet. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass hier irgendwelche, entweder hier oder da, Dinge sind, mit denen wir dann zum Beispiel so eine Art Fischfutter herstellen können. Warum sonst sollten wir hier den Schrank brauchen, ne? So als Idee. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück. Wir gehen nochmal wieder ein Stück rein hier. So, hier sind wir im Laden. You'll need a spear. What Fishing Supplies, da hat er gefragt, was er uns Gutes tun kann. Hier haben wir unsere 21.000 Kupfermünzen, aufgeteilt auf 21 Silber, 368 Kupfer und können jetzt hier einen Speer kaufen. Der Speer ist auf jeden Fall nicht günstig mit seinen 12 Silber, die er kostet. Wir können auch tatsächlich, wenn wir es wollten, mehrere auf einmal kaufen. Ich denke mal in 10er Schritten, das geht schon noch relativ gut klar. Was das hier oben genau bedeutet, weiß ich nicht. Also den Stern und das Dreieck konnte ich bisher nicht zuordnen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Spear, of course. Rods are So, gehen wir weiter. Hier sehen wir jetzt auf jeden Fall Fishing Supplies. Was wir kaufen können, den Speer haben wir schon gekauft. Ich denke mal, hier sind wir relativ spärlich mit unseren Möglichkeiten. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt, wo man einen Dreizack herkriegen könnte. Weil ganz offensichtlich haben wir hier unten schon eingekauft und ich sehe jetzt keinen Dreizack mehr in der Liste. Was ich aber sehe, sind Container. Jetzt frage ich mich natürlich, sind die A für den Fisch, wovon ich jetzt mal ausgehe? Und wenn ja, ist es dann B für die Weitergabe an irgendwelche Merchants? Weil wir sehen auch zum Beispiel hier preislich ist das ein großer Unterschied. 20 Kupfer für so ein Eimerchen, das ist gefühlt nix, ne? Während wir hier 12 Silber zahlen für einen Speer, den wir Langzeit hoffentlich nutzen können. Ich weiß nicht mal, ob der einen Verschleiß hat. Frage ich mich schon, ob wir, wenn wir das mit Fisch füllen, das eventuell abgeben und dann tatsächlich diese Sachen auch weg sind, sodass wir die wieder nachkaufen müssen. Auch so eine Idee, die ich hatte, wo ich aber noch keine genauen Informationen zu habe. Was ich jetzt aber auch gerade sehe, Future Items. Ich vermute mal tatsächlich, dass sowas wie ein Dreisack und so weiter hier auch auftauchen, wenn wir das Ding anmarkern. Dass das wahrscheinlich jetzt erstmal alles nur spezifisch auf unser bestehendes Level verfügbar ist. Das heißt also, es gibt vermutlich noch viel, viel mehr hier zu kaufen, vorausgesetzt wir klicken hier drauf. Kann gut sein, dass sie das bewusst weggelassen haben, um uns nicht zu sehr mit allen Möglichkeiten zu spoilern. Ich finde es spannend, ich will das auf jeden Fall rausfinden. Ich werde, wenn ich da bin, auf dieses Ding hier draufklicken und wissen wollen, was da möglich ist. Rods are for casuals. Heroes use spears.
Darauf würde ich ganz gerne eingehen. Rods are for casuals, heroes use spears. Also nach dem Motto, Angelrouten sind für Anfänger, echte Helden nutzen Speere. Was ich damit assoziiere, ist tatsächlich, dass wir einen Unterschied haben. Ich denke, die Angelrute hat hier in dem Fall wahrscheinlich eher so den Stellenwert eines passiven Geräts, ähnlich wie das bei der einen Herstellungsstation für Alchemie war, dass wir mit der Angelrute entweder wir können aktiv damit angeln oder wir können sie vielleicht auch passiv stellen, dass wir damit eher nebenbei irgendwo am Hafen stehen. Ne? Da gab es ja auch in den Trailer-Videos zum Beispiel schon so das ein oder andere Bild von Leuten, die da einfach nur am Steg stehen und angeln. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch als passiver Skill gilt, während wir hier zum Beispiel, wenn wir auf Flunder oder Rochen gehen, dass wir da dann eben entsprechend aktiv hinter den Fischen auch her müssen, ergo ein bisschen mehr tun für unseren Fisch. Ob das am Ende dann wertvollerer Fisch ist, den wir dadurch bekommen oder nicht, das steht aktuell noch nicht zur Debatte, darüber kann ich auch noch nichts sagen, aber ich finde es auf jeden Fall erstmal recht sinnvoll zu sagen, das wird wahrscheinlich der aktivere Part hier sein, mit Dreizack oder Speer entsprechend zu fischen. Now search for and identify new species of fish. Well, then So, hier haben wir Aale und ich finde das schon mal ganz schön, weil wir haben hier oben die Info, wir befinden uns an der Eel Street Bridge, also an der Aalstraßenbrücke, da. Das heißt, wir haben indirekt auch schon so ein bisschen einen Hinweis darauf, was in dem Bereich möglich sein kann. Nicht, dass man es nicht ohnehin sieht, es springt ja schon relativ deutlich ins Auge, wenn die da vor sich hin wobbeln, ne? search for and Das erkennt man, Leute, ne? Aber es deutet immer mal wieder so ein bisschen auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Ressourcen, Rohstoffquellen hin, wenn man sowas sieht. Finde ich ganz cool. Hier haben wir wieder diesen Entdeckertrieb, der befriedigt wird. Wir entdecken was, ne? Wird dann wahrscheinlich als entsprechende Hinweiskarte hinterlegt in so einem Album. Ich weiß nicht, wo wir das sehen können, ob wir das ähnlich wie eine Minimap hier rechts an der Seite ausklappen können, ob wir es hier oben vielleicht mit beim Questlog haben. Da gibt es ja sowas, ne? Da wird das Belohnungssystem wieder automatisch getriggert, was ein guter Motivator insgesamt ist. Was ich noch sehe, ist hier hinten sind so Brennnesseln, aber diese Pflanzen, die sehen tatsächlich aus wie in der Abbildung, die wir vorhin am Anfang hatten, bei 1 Minute 4, als wir am Sammeln waren. Wo war denn das? Hier vorne. Da. Schaut euch das mal an. Und gut, es sieht jetzt hier deutlich kleiner aus, ne? Das sind diese immergrünen Pflanzen. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das möglicherweise hiermit irgendwie ähnlich aussieht. Vielleicht ist es eine etwas größere Form, die hinter den Brennnesseln wächst, vielleicht auch als Brennnessel. Jedenfalls, was ich sagen möchte, vielleicht kann man das hier ernten, ne? Sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Ruhig mal einmal mehr hingehen, sich das anschauen und schauen, ob man da irgendwas mit anstellen kann, ne? Auch wenn die Aale natürlich sehr verlockend sind. species of fish. Well, they're new to you anyway. Need me to tell you what to do next? You're the hero, aren't you? Na, hier haben wir auch den aktiven Fischfang wieder. Aber was wir auch sehen, es geht relativ schnell, ne? Also wenn da 2, 3 schwimmen, man kriegt sie relativ schnell. Die Rohstoffquelle ist allerdings dadurch auch relativ flotti wieder erschöpft, oder? Wir gucken nochmal. Need me to tell you 2, 3 what to do Stück. next? Erster You're the weg, hero, aren't you? zweiter weg und da ist der dritte. Also wenn die weg sind, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie nachspawnen. Insofern würde ich vermutlich dazu tendieren, erstmal alles mitzunehmen und zu gucken, wo es dann weitergeht. Eher als zu sagen, ich lasse die da rumschwimmen, wenn ich sie nachher brauche und es dann nicht schnell genug geht, dann ärgere ich mich wieder. Deswegen. So, kommen wir zum Kochen. You're probably hungry by now, I bet. Let's So, schön. Erstmal wieder richtig viele Bilder, richtig viele Eindrücke. Gehen wir es mal ganz gemütlich durch. Wir haben hier eine Küche mit verschiedenen Arbeitsstationen. Da haben wir eine Kühlbox, da haben wir was zum Vorbereiten. Hier müssen wir erst ins Rezeptbuch gucken. Finde ich an sich gut, weil irgendwo muss man ja anfangen. Es ist so ein bisschen wie so eine Prozessstraße, ne? Ähnlich wie beim Schnitzel. Erst kommt das Fleisch, das wird geklopft, dann kommt es in Mehl, dann kommt es in Ei, dann kommt es in Semmelbrösel, dann wird es gebraten und dann guten Appetit. So ein bisschen sehe ich das hier auch. Was wir sehen, wir haben nicht nur ein Rezeptbuch, sondern hier auch einen entsprechenden Vorbereitungstisch. Genauso da hinten, ich vermute mal, da hier alles in zweifacher Ausfertigung ist, kann man da mit mehreren Leuten zeitgleich stehen. Die Frage, die ich mir stelle, ist zum Beispiel, wenn ich an dem Topf stehe, da auch jemand steht und ein Dritter den Topf auch braucht, muss der dann warten oder kann der sich einfach dazustellen? Wäre vielleicht für die Abläufe später, wenn man mit mehreren Leuten hier steht, auch interessant. Alternativ kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ist, dass man hier mit 3, 4 Leuten instanziert wird
und dann nur einen kleinen Moment warten muss, um hier ranzukommen, falls es wirklich nach Reihe geht. Während man natürlich bei einem normalen MMO, wenn man da steht und alles rappelvoll ist, vielleicht gar nicht dazu kommt. Müssen wir mal uns anschauen, wenn es soweit ist. Jetzt schauen wir erstmal ins Rezeptbuch rein. Let's make dinner. What's on the menu? So, ich fühle mich erstmal erschlagen von diesen super lecker aussehenden ganzen Gerichten, die da sind. Wir haben schon aktiv das Bacon Sandwich, wir haben schon aktiv den Jellied Eel, den wir wahrscheinlich jetzt herstellen mit dem, was wir gefangen haben. Aber jetzt möchte ich mal euren Blick auf das darunter lenken. Pufferfisch-Sashimi, ja, mal abgesehen davon, dass das Kugelfisch-Sashimi wahrscheinlich die absolute Königsdisziplin ist es das auf jeden Fall auch beim Kochen. Level 379 plus. Wow. Also ich würde mal sagen, dieses Gericht ist so ziemlich Endgame, ja, mal abgesehen von dem geilen Ausblick. Also ganz ehrlich, jedes Gericht, was ich mir hier anschaue, sieht wirklich lecker aus. Und was wir auch erkennen können, ist, dass wir für bestimmte Arten von Fisch, zum Beispiel hier die Brasse oder den Hering, haben wir diese Boxen, die wir vorhin schon aus dem Laden kannten. Also für solche Sachen werden wir die Boxen vermutlich hier brauchen. Ob wir die bei dem Vorgang wiederbekommen hinterher oder die dann mit weg sind, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, die Kosten waren ja mit 20 Kupfer relativ niedrig. Ich kann mir also vorstellen, dass die vielleicht dann einfach weg sind. So, da kommt es auf jeden Fall wieder zusammen, da sehen wir das Ganze. Aber ich bin ja ursprünglich davon ausgegangen, dass wir wirklich nur 300 Level etwa haben, was schon eine Menge ist. Jetzt scheint das Ganze deutlich höher zu sein. Also jetzt würde ich eher Richtung 400 tendieren mit meiner Vermutung. Das ist Wahnsinn. Jetzt komme ich tatsächlich nochmal aus dem Off und gebe noch meinen Senf ein zweites Mal zum Video, zum Review-Video dazu. Das ist mir jetzt erst im Nachhinein beim Überprüfen meines Contents aufgefallen. Tatsächlich haben wir ja wirklich bei Baked Bream bis Roasted Sterlet dieses Symbol für passives Kochen. Erinnert euch, wir hatten es auch schon bei der Alchemie gehabt. Hier dieses Mondsymbol nach dem Motto, über Nacht kannst du das laufen lassen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich dann auch die Boxen nach dem Motto, da passt dann mehr rein. Dafür musst du dann aber auch entsprechend AFK sein, damit du von diesen Boxen zugreifen kannst. Sprich, du kannst mehr davon von dem Fisch reintun, hast dadurch länger Zeit, das zu verarbeiten. Ne? Also du machst selbst dann was, wenn du nichts machst. Das nur gerade nochmal zusätzlich, weil es mir gerade wirklich eingefallen ist und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, das nochmal zu erwähnen. Oh, jellied eels. Halt, ihr seid schon wieder viel zu schnell. Ja, Jellied Eel, wir sehen das Ganze. Hier haben wir gerade wahrscheinlich die schwächsten Aale des ganzen Spiels gefangen bei der Brücke. Der Lesser Eel, also ja, weniger Aal, weniger ist mehr. Mit Gelatine, auch die scheinen wir irgendwo herzubekommen. Ob wir sie selbst herstellen müssen oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht können wir sie irgendwo kaufen. Aber wir sehen auch, dass wir wahrscheinlich im Verlauf unseres Spiels mit mehreren Aalarten in Verbindung kommen, die wahrscheinlich in ganz verschiedenen Bereichen der Karte leben und das entsprechend hier auch mit Gelatine zubereiten können, die dann vermutlich auch mehr Gesundheit wiedergeben als Beispiel. Was ich schön finde, ist, dass wir hier die Vorbereitungsschritte sehen. Erstmal wird das Ganze gekocht mit der Gelatine und anschließend wird es zum Abkühlen in die Kühlerbox gestellt. Lovely. So, jetzt gehen wir erstmal direkt an den Topf, ne? Hier sehen wir jetzt wieder, was wir vorbereiten. Und wir sehen auch, dass wir das Ganze in Ruhe 5-mal machen können, bevor wir dann den nächsten Schritt an der Coolbox machen. Das heißt also, wir können wirklich die Sachen Stück für Stück abarbeiten. Das Einzige, was hier ein bisschen dauert, ist der Vorgang als solcher, ne? Aber das ist auch nicht so super lange. No, jetzt haben wir hier unsere 5-mal dampfend hergestellt. Hier wird dann 5-mal kühl raus und lecker. Also da haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, die Schritte einzeln nacheinander abzugehen. Wäre ja auch blöd, wir müssen dahin gucken, da dann hin, ding dong dong, ding dong dong. Das macht auch keinen Spaß, ne? Dann lieber so Stückchen für Stückchen nacheinander und gut ist. Am Ende hat man alles zusammen und kann es dann entsprechend essen oder abgeben. So, Rezept hergestellt. Wir haben jetzt ein Level Up erreicht und was wir hier auch sehen können, der Jellied Eel, der Lesser Jellied Eel, verkauft sich für 556 Kupfermünzen. Das ist im Verhältnis zu den übrigen Rezepten, die wir hier so sehen, relativ gut schon. Tatsächlich sehe ich, hier haben wir Stufe 0 beim Kochen, da können wir dann die Sandwiches herstellen. Die kosten sogar mehr im Wert als hier der Jellied Eel, aber ich gehe mal davon aus, dass wir mit der Zubereitung hiervon schneller auf das nächste Level abkommen. Hier sind wir aktuell mit 2er-Schritten unterwegs.
Was wir auch sehen können, ist, dass wir es entweder verkaufen können und dann diesen Betrag bekommen oder, was ich sehr interessant finde, Use at Hopeport Cooking Chef's Bounty Board. Ich habe jetzt einfach mal diese Zeichnungen hier analysiert. Ja, und dieses Bounty Board habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Das könnte dieses hier sein. Die Frage, die man sich da wieder stellen darf, ist, was bringt das einem? Kann man da eventuell coole neue Zusätze freischalten, bestimmte Eigenschaften oder was ist das Ganze, ne? Das darf uns noch sehr interessieren. Mich interessiert es auf jeden Fall. Wir gucken weiter. Ja. Ja, okay, einfach das Ganze, wie wir es kennen, ne? Da brauchst du Level 2, das hast du im Rucksack. Hier hast du es hergestellt, so sieht das aus. Not the greatest jellied eels, weil es ja lesser jellied eels sind. Na, auch die Beschreibungen sind immer ganz lustig, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. So. Geschafft. Und jetzt geht's ins Abenteuer. Ja, jetzt haben wir alles, jetzt haben wir Tränke, jetzt haben wir Übung bei dem, was wir tun, jetzt können wir loslegen. Hier sehen wir jetzt nochmal den Kampf mit einer untoten Kreatur, die uns Schaden zufügt. Wir haben hier dieses Symbol, was wir übrigens an anderer Stelle nicht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier ein Zeichen zum Verlassen der Stadt ist, während wir vorhin am Strand keinerlei solcher Symboliken hatten, wenn es an Übergänge zu anderen Räumen ging. Da war einfach schlichtweg dann ein Übergang, aber nicht so ein Symbol. Was wir noch sehen können, ist zum Beispiel diese Wandranken hier, für die wir ja eine spezielle Heckenschere brauchen. Die können wir also theoretisch auch in diesem Abschnitt ernten. Da haben wir sie gleich dreimal, ne? Ich vermute, dass das hier entsprechend eine Einheit bildet. Da kann man sich also auch noch zusätzlich das Material beschaffen. Und was wir erkennen können, ist, dass wir hier eine Art Hellebarde verwenden. Auch nochmal so eine Waffe, die wir wahrscheinlich als Cryonite vielleicht führen können. Die Schaden gemacht? Ja, die macht auch physischen Schaden natürlich als Direktwaffe. Und er hier macht halt dann entsprechend so eine Art Untotenschaden, ne? Genau. Schön. Also hier kriegen wir auf jeden Fall wieder eine Menge Informationen. Die Hellebarde hat 2 Sterne. Vielleicht konnte man die ursprünglich auch mit einem Stern kriegen, ne? Also man sieht auf einmal viel, viel mehr von diesem ganzen Video. Man sieht einfach generell viel, viel mehr Dinge, die einem vorher verborgen blieben, einfach weil sie so schnell teilweise durchsliden, dass man gar nicht richtig den Blick dafür einfangen kann. Und genau, da können wir jetzt nochmal so ein bisschen einzelne kurze Sequenzen uns anschauen. Hier sind wir in einer Art verseuchtem Gebiet, so sieht es jedenfalls aus. Hier irgendwelche Dornenranken in annähernd roter Färbung, irgendwas, was vielleicht nicht dahin gehört. Hier frage ich mich, ob das eine Art Aktivierungsplatte ist, auf die man sich stellen kann, die dann irgendwas freischaltet. Ist auf jeden Fall super, super, super umfangreich und viel zu entdecken, glaube ich persönlich. Da haben wir jetzt hier noch die Pflanzen, die auf einen spucken. Die hatten wir im ersten Trailer-Video schon tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der sich automatisch hier dreht, wenn wir durchlaufen, oder ob wir das aktiv machen müssen. Wäre nochmal zu überprüfen. Was ich schön finde, ist, hier hinten haben wir nochmal so eine Art Lagerfeuer mit Kochtopf. Vielleicht kann man sich also auch hier mit Essen versorgen. Dann würde ich allerdings sagen, ist es wahrscheinlich eher so, dass man sich auf Inventardinge beschränken muss, denn ich glaube kaum, dass hier irgendwo ein Schrank mit Banksystem hintersteht. Na, also es kann ja vielleicht sein, dass man irgendwo unterwegs ist und sich dann einfach mit dem, was man findet, noch was kochen kann. Ist auf jeden Fall sehr vielseitig, das Spiel schon jetzt, was ich sehen kann. You're ready for some of the more glamorous duties of a Hopeport Town Guard. So, hier haben wir nochmal ein paar größere Monster, mit denen wir kämpfen. Das könnte auch Hope Forest sein, dann müssen wir wahrscheinlich schon ein bisschen stärker sein, so wie die aussehen. Aber was ich mal vermute, ist, dass die wahrscheinlich dann nicht von sich aus angreifen, sondern eher, wenn wir angreifen. Weil so viel auf engem Raum, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da komplett attackiert würden, wenn wir da durchgehen. Aber ich will auch gar nicht zu viel sagen, es könnte sein, ne? Auf jeden Fall sehen wir, dass Kampf und Ästhetik hier mit Schmetterlingen sehr nah beieinander liegen. Also die Atmosphäre wird auch in solchen Situationen immer maximal gewahrt und das sieht einfach nur schön aus. So, hier haben wir nochmal ein Goblindorf, wie es aussieht. Was ich hier in dieser Situation besonders interessant fand und spannend, ist das hier hinten. Schaut mal, da stehen 2 Goblins direkt nebeneinander und direkt daneben 2 Spieler. Was ich mich in dem Moment gefragt habe, ist, da man sich ja auch mit Freunden gemeinsam instanzieren kann, ist es wohl möglich, so eine Art Doppelkampf hinzukriegen?
Das war nur so eine Vermutung gewesen. Vielleicht stehen die auch gerade einfach nur ungünstig, aber diese Sache sollten wir vielleicht im Hinterkopf behalten. Wenn das mit Doppelkämpfen möglich wäre, das fände ich persönlich richtig cool. Gerade vor dem Hintergrund, dass man im ersten Trailer gesehen hat, dass man ja auch zum Beispiel gemeinsam Bäume sägen kann, ne? Vergessen wir das nicht. Ich denke, dass solche Koop-Geschichten hier vielleicht auch im Bereich Kampf möglich sein könnten. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, angenommen, man geht als Gruppe rein, dass dann eventuell sogar die Monster sich so entsprechend aufteilen, dass sie gemeinsam euch beide sozusagen, die ihr spielt, angreifen. Ziemlich cool. Viele, viele Eindrücke. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wow. Try not to embarrass Also yourself. echt klasse. Auch das hier zum Beispiel, ne? Das hier ist offensichtlich nicht unser Charakter, sondern das hier, da frage ich mich dann wiederum, haben wir vielleicht auch Minigames, wo wir als Kellner arbeiten, um uns einen schmalen Taler dazu zu verdienen? Oder ist es Teil einer Questreihe? Was könnte es sein? Das Spiel ist einfach der Wahnsinn. Und das, was ich jetzt hier alles an Eindrücken in dieser super, super intensiv langen Zeit für euch zusammengetragen habe, ich hoffe, ihr habt bis hierhin zugeschaut. Wenn ja, bin ich euch mehr als dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, denn es ist wirklich so viel in diesem Video drinne, was man beachten könnte, wo man drüber spekulieren kann und wo ich gespannt bin zu sehen, ob es dann eintritt oder nicht. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für euer Interesse. Es war wirklich mir eine Freude, das mit euch gemeinsam zu analysieren. Ich danke euch fürs Einschalten und freue mich aufs gemeinsame Video beim nächsten Mal.